Hey, willkommen bei uns, kommen rein. Die können gerade mitkommen. Dankeschön. Ja, willkommen bei uns daheim, sozusagen. Ich bin Frederik Bürgi. Marc Frehner. Und wir sind die beiden Gründer von UN und eigentlich auch die kreativen Köpfe hinter diesen Uhren und diesem Konzept. Und wir laden euch sehr herzlich ein, jetzt mit uns durch unsere Räumlichkeiten zu machen. Wieso fangen wir jetzt an mit so einer Videoserie? Was ist so ein bisschen, erklärt doch schnell so ein bisschen für die Zuschauer, was der Sinn dahinter ist. Wir wollen Einblick geben, wie wir arbeiten, warum wir auf die Idee gekommen sind und warum bei uns alles ein bisschen anders läuft als bei herkömmlichen Uhrenfirmen. Genau. Okay, cool. Wir haben noch eine Frage von Instagram, jetzt gerade am Anfang, die vielleicht noch so einigermaßen essentiell ist. Ich muss den Namen nochmal nachschauen. Genau, der Tobias Grünenwald hat gefragt auf Instagram, wie eigentlich der Name UN zustande gekommen ist ursprünglich. Ja, das kannst ja du sagen. Als, Ich bin schuld. Geistererfinder. Steht für einzigartig. Un ist ja französisch eins. Und jede Un ist ein Einzelstück. Wir verbauen ja jede Uhr mit einem Stein von einem berühmten Ort oder einem sehr schönen Stück Stein. Und jeder Schnitt, jedes Zifferblatt ist einzigartig. Es sieht jedes anders aus. Darum ist UN ist unser Name und ist unser Programm. Okay, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal um, oder? Ja, Komm. kommt schauen. Eben. Jetzt sind wir hier im Shop. Wir sind hier im Shop. Wir haben hier unseren Showroom-Shop sozusagen. Hier kommen unsere Kunden an und dürfen Uhren konfektionieren. Das zeigen wir euch dann einmal, wie das genau alles im Detail funktioniert. Das Konzept besteht eigentlich darauf, wir haben alle Einzelteile und man kann bei uns eben einen Stein auswählen und aus diesem Stein heraus könnt ihr nachher die Uhr drumherum konfektionieren. Hier ist unser neuestes Baby eingepackt, das sind unsere Kapsuluhren und da sieht man auch schon das erste Mal, wie das so bei uns funktioniert. Ihr wisst ja vielleicht schon, wir gehen die Steine selber holen, der Marc und ich, und das ist jetzt zum Beispiel einer, den haben wir aus der Lütschine in Grindelwald geholt und dann mache ich den Stein, dann macht man den auf und dann sieht der so aus. Und Also wenn man Glück hat. wenn man Glück hat. Wenn man Glück hat, sieht er innen so aus. Und ja, da besteht jetzt eigentlich noch ein ganzer Trick drin, wie macht man aus diesem Kämpen hier ein Zifferblatt, damit wir nachher eigentlich eine fertige Uhr haben. Und ja, da geben wir euch jetzt einen Einblick rein. Cool. Was sehr wichtig ist bei uns, ist, jede Uhr ist eben ein Einzelstück, aber nicht nur wegen dem Stein, sondern man kann sie zusammenstellen. Das machen wir eben mit dem Konfektionator. Und hier sieht man zum Beispiel, es gibt auch einzelne Teile, die aus Edelmetall sind. Das kann man völlig nach Belieben zusammenstellen. Und das ist auch einzigartig an unseren Produkten. Das geht also vom Stein bis zu der fertigen Uhr. Ist eigentlich die Uhr rundum wird dem Stein gerecht. Ja. In seiner Eigenschaft als einzigartig. Ja. Das heisst eigentlich, jede Uhr startet so ein bisschen mit dem Zifferblatt. Genau. Ja. Das sehen wir dann mal in einem Video, wenn man mit der Steinsuche losgeht und zum Schluss kann man die ganze Uhr drumherum bauen. Okay. Ja. So. Ja, sehr schön. Hier sieht man auch eines von unseren handgemachten Bändern, die wir in Basel vom Atelier Petrov machen. Das seht ihr in unserem nächsten Video, wie die gemacht werden. Die werden wirklich noch in alter Manier von Hand gemacht, die Bänder. Wirklich sehr hochwertig. Jetzt, die Edition ist jetzt mit mechanischem Werk. Man sieht dann eigentlich auch immer auf jeder Uhr drauf gewisse Sachen eingraviert hinten. Unter anderem jetzt in diesem Fall ist jetzt das
das Nummer 35 vom ersten Stein vom Matterhorn, den wir geholt auf dem Matterhorn oben. Und wie das dort aussieht auf dem Matterhorn, das können wir euch jetzt anhand von einem Bild in unserer Bar zeigen. Und das ist eben eigentlich das Coole, wir haben auch noch eine Bar. Und das heisst, man kann auch bei uns, man muss nicht immer gerade eine Uhr kaufen, man kann einfach in eine Bar kommen und dort etwas trinken. Und wenn man will, darf man natürlich auch Uhren anschauen. Und ja, da sieht man noch von unserer Expedition, wo wir sind aufs Matterhorn gegangen. Und ja, wir haben dort den Stein gefunden und haben dann entsprechend das Modell können lancieren. Ja. Das heisst, man kann ohne Probleme vorbeikommen, euch Hallo sagen und eins trinken und ein bisschen Gewundennase futtern. Ganz genau, man kann vorbeikommen, kriegt einen Kaffee und kann das mal ein bisschen von näherem bestaunen. Und wir machen auch immer wieder Events. Und wegen dem brauchen wir eine eigene Location, um das zu machen. Ja. Und da sieht man auch schon, wie die fertigen Steine aussehen. Das ist unsere Bardeko einerseits und auf der anderen Seite ist das auch das Grundmaterial, um das nachher konfektionieren und durch und umbauen. Okay, das heisst, die sind alle schon fertig, die kann man auch wirklich dort, wenn einem einer gefällt, rausnehmen. Genau. Das ist so eine Auswahl. Wir haben natürlich fast von jedem Teil, von jedem Artstein haben wir mehrere. Und dann kann man da sich schon mal ein bisschen orientieren und sagen, ja, mir gefällt jetzt hier das hier vom Matterhorn oder das ist aus der Lütschine. Da haben wir einen Tiger Iron aus Australien, da gibt es Boulder Opal, da gibt es alle unsere verschiedenen Steine, die wir verbauen. Und die kann man hier mitnehmen und dann kann man mit dem rumspielen, bis man eine fixfertige Uhr hat, genau mit dem Stein, den man ausgewählt hat. Und rundum so konfektioniert, dass alles zu einem und zum Stein passt. Cool. Ja, ich würde sagen, gehen wir doch noch weiter. Ihr werdet ja nicht die zwei Einzigen sein, die hier drinnen arbeiten, nehme ich an. Können wir nicht. Viele gibt es nicht, aber es hat noch zwei. Hier ist unser Sitzungszimmer und gleichzeitig auch ein bisschen Entspannungsraum, wenn man einmal gerade mal ein bisschen Ruhe will, etwas lesen oder so. Da haben wir auch unsere Bücher. Aber da ist auch da, wo eigentlich alles passiert, wenn es darum geht, zu besprechen und eigentlich die ganze Planung von diesem ganzen Unterfangen zu bewerkstelligen. Ja. Hier ist das Designstudio, wenn es noch Design ist, das von Hand gemacht wird. Das gibt es manchmal. Das meiste passiert natürlich auch bei uns auf CAD, aber wir haben immer noch ein kleines Zimmer, wo man noch von Hand Sachen machen kann und einmal einen Prototyp basteln. Okay. Ich habe mich gefragt, ob er überhaupt noch von Hand zeichnet oder ob er gerade am PC anfängt. Es gibt beides. Also sicher, eine Handskizze ist eigentlich nichts so schnell und effizient wie eine Handskizze, eine gute Handskizze. Aber nachher geht es natürlich schon darum, möglichst schnell ins CAD zu gehen, damit man möglichst schnell realistische Daten hat, die man dann auch weiterentwickeln kann. Okay. Ideen finden ist oft schneller von Hand, aber sie ausarbeiten, das geht schneller. Hier sind wir bei Michael. Voilà. Und Michael. Hallo Michael. Ciao. Bestell dich schnell. Er ist unser IT-Profi und tut uns extrem viel Arbeit an, was die ganze Programmierung von Webseiten, aber vor allem auch sonstige IT-Sachen angeht, wie unser Logistikprogramm, das er selber geschrieben hat. Und wir wahnsinnig dankbar sind, dass er das hat, damit jeder eben seine Uhr rechtzeitig bekommt. Wir alle alles tracken können, was läuft und dass wir auch jeden Kunden natürlich genau am Radar haben mit seinem Produkt und er jederzeit auf uns zukommen kann und wir immer wissen, was Stand der Dinge ist. Sehr gut. Auch wichtig. Genau. Sehr wichtig. Da wissen wir noch, haben wir noch Weg, haben wir noch Schrauben, wie viele Steine haben wir noch, wer hat welchen Stein gekauft und wann muss man nachbestellen und so Sachen sind extrem wichtig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und jetzt gehen wir zum Matthäus. Das ist der Matthäus, unser Uhrmacher. Und ohne ihn wären wir keine Uhrenfirma. Er ist der Master, der technische Master.
Genau, ja. Also er setzt nachher all die Kundenwünsche schlussendlich zusammen am Schluss. Er macht die Produktion von der Kunden, er setzt sie zusammen, er macht auch Service après-vente, aber du kannst selber sagen, was du alles machst mit diesen Sachen hier. Ja, eben mit meinen Geräten und Werkzeugen kann ich eigentlich die Uhr zusammenstellen, die ein Kunde zusammengestellt hat. Mhm. Ja, es bleiben noch viele andere Sachen zu machen, bei uns aber nicht so wenig gewesen. Eben Prototypen etc., was halt alles anfällt. Auch Tests. Es wird natürlich jede Uhr wird ausgeliefert mit einem Test, dass man eine Uhr mit Automatik wer kann verkaufen muss es getestet werden auf Wasserdichtigkeit, auf Ganggenauigkeit, Gangreserve. Und das passiert eigentlich alles da. Okay. Genau. Und jetzt hast du gerade ein Stück zusammengebaut, den ich hier gesehen. Ja, da bin jetzt noch den Boden auswechseln. Aber ja, die ist eigentlich schon zusammengestellt. Richtig. Was haben wir hier für einen Stein? Das ist Platinerz aus Südafrika. Sehr rares Material, das kriegt man eigentlich gar nicht. Das kommt eigentlich aus, das ist eigentlich Minenmaterial und an das kommt man eigentlich gar nicht an im Normalfall. Das ist eigentlich ein Glücksfall, dass wir das überhaupt bekommen. Wie ist denn das vonstatten gegangen, wenn du es sagen darf ich sagen, ich glaube schon, da ist eine Frau zu uns gekommen, die hat das Material aus privaten Gründen. Ich kann jetzt nicht näher auf das eingehen, aber die verfügt über das Material und findet es so schön und ist auf uns aufmerksam geworden und hat dann gefunden, das wäre doch eigentlich etwas für euch. Und wir haben zuerst Angst gehabt, dass das auseinanderfliegt, weil es so feinkörnig ist. Und hat sich aber herausgestellt, dass es recht gut zum Bearbeiten ist und vor allem wahnsinnig schön. Unheimlich viel Glitter hat und sonst total schwarz ist. Also Okay. sehr, sehr speziell. Auch schöne kleine Side-Story. Ja, ja, machen wir eine eigene Geschichte. Ja, da kann man 100 Geschichten machen. So bist du? So bin ich. Ja, und da ist eigentlich da, wo der Magic passiert, alles, was mit dem Stein zusammen zu tun hat. Klein, aber fein. Ihr seht, wir haben hier die verschiedenen Steine, die wir gesammelt haben. Das ist jetzt gerade frisch vom Longin im Maloja-Gebirge, im Bündnerland, wo wir den Stein holen. Und das war sehr schwer, der Stein. Das war sehr, sehr schwer. Ja, das unterschätzt man eben immer. Man denkt immer, ja, also gut, nehme ich die Kämpfe. Ich nehme die 3-4 mit und dann hat man es im Rucksack. Und dann muss man die aber 3-4 Stunden umschleppen im steilen Gelände. Das unterschätzt man häufig. Also ihr holt sie nicht gerade bei der Bushaltestelle in dem Fall? Nein, leider nicht. Man muss einfach ein bisschen suchen, dort hat an all diesen Orten viel langweilige Steine. Und wir suchen natürlich etwas, das sieht man jetzt vielleicht an dem relativ gut, wir suchen etwas, das Einschluss, das Odern hat. Und das sieht man von außen nicht immer gerade auf den ersten Blick. Und wenn man Glück hat, findet man etwas, das mit ganz vielen Odern und verschiedenen Farben und Materialien drin. Und Ja, willst du ja nachher nicht einfach ein schwarzes Uni-Zifferblatt haben. Genau, viel Stein ist natürlich einfach dann langweilig und grau oder hat eine dicke Odern und dann ist es ein Strich auf dem Blatt. Das ist nicht wirklich ansprechend. Also wir suchen schon etwas, das ein Farbenspiel hat. Und durch das man muss es auch oft nass machen, damit es überhaupt lebendig wird, damit man überhaupt die Farben anfängt zu sehen. Also nehmt ihr da ein Wasserspritzerli mit, wenn ihr suchen, ganz blöd gesagt? Im Wasser hat es immer überall in den Bergen. Haben wir dabei. Ja gut, stimmt. Oder wenn du es nass machst, siehst du es ein bisschen besser. Ah ja, genau. Wirkt gerade ganz anders, ja. Genau. Und dann schneiden wir die eigentlich schneiden mit unserem, sag ich jetzt mal, wir haben verschiedene, über die Jahre, wir haben ja das schon früh angefangen und dann haben wir das im Keller daheim haben wir das ausprobiert und weiterentwickelt und jetzt sind wir da und haben natürlich auch entsprechend bessere Maschinen und inzwischen wissen wir auch genau, was wir machen müssen. Es geht
Prozess von einem Steinschneiden, das geht etwa eine Stunde bis 2, respektive bis es mal so ist, dass man es ein bisschen in einer Form hat, wo man es kann, polieren oder weiterverarbeiten kann. Und man sieht es nachher eigentlich hier. So sind sie dann nachher eigentlich so im Halbrotzustand als dünne Scheiben geschnitten. Und vielleicht zum Zeigen, kann ich jetzt hier schnell anhand von mit der Pinzette kann ich das schnell zeigen. Das ist jetzt zum Beispiel, hier haben wir jetzt einen Versuch gemacht, wo wir die natürliche Oberfläche genommen haben und dann einfach so lange abgeschliffen auf 0,4 mm Dicke. Ja, das ist wirklich extrem dünn. Genau. Es wird die erste Uhr sein mit einer natürlichen Oberfläche. Ich meine, Sprich, ganz flachen, fast perfekt flachen Stein, gesucht, der vom Wind und vom Wetter flach geschliffen worden ist. Und das wird die erste Uhr sein, die die Naturoberfläche hat. Okay. Aber sonst holen wir die Schönheit vom Stein eigentlich mit Bearbeitung raus. Also manchmal ist es hochpolieren, manchmal geht es darauf, zuerst zu polieren und dann wieder aufzurauen. Das kommt ganz auf den Stein drauf an, wie er am besten zur Geltung kommt. Also jeder Stein kriegt eigentlich so seine eigene Behandlung, die muss man zuerst herausfinden. Das heisst, es ist auch die Zeit von roh bis fertig Zifferblatt variiert extrem von Stein zu Stein. Das variiert stark. Das wird auch immer wieder mal, es ist auch genau, es kann kaputt gehen. Es ist nicht jeder Stein gleich einfach zum Verarbeiten. Es gibt auch manchmal solche, die gar nicht gehen. Oder jetzt der hat zu viele Einschlüsse. Den können wir ihn nicht verwenden. Ah, weil er brüchig wird halt. Einfach zu löchrig ist, oder? Zu löchrig ist und dann können wir es nicht verwenden. Oder wir schleifen die nachher auf 0,4 mm Dicke ab und das ist halt wirklich schon sehr fein. Ja. Genau. Und die ganze Kunst basiert natürlich dann nachher, je nachdem, was es für ein Stein ist, wir den schleifen, wir es polieren, wir es aufrauen, wir haben hier verschiedenste Werkzeuge und Tools uns angeeignet, wie man es machen muss, damit möglichst die Schönheit des Steins eigentlich zum Vorschein kommt. Ja. Cool. Ja, dann würde ich doch sagen, schauen wir jetzt mal noch ein bisschen genauer rein, in einem kleinen Zusammenschnitt, was da innen so alles passiert. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Gut, sehr gut. Super. Schön, sind ihr da gewesen. Das war das erste von einer Serie von Videos, die wir machen werden. Auf YouTube findet ihr das, die könnt ihr euch abonnieren. Es ist jeden zweiten Sonntag machen wir das und am Samstag davor gibt es immer noch einen Teaser auf Instagram. Vergesst nicht, ihr könnt unten dran eure Kommentare abgeben, gute oder schlechte, damit wir ein Feedback haben und wissen, was ihr möchtet wissen, was euch mehr Wunder nimmt und ihr noch mehr Informationen möchtet wissen oder was euch eben vielleicht weniger interessiert. Und sonst wartet auf das nächste Video. Das nächste ist beim Atelier Petrov, beim Wladimir Petrov. Wir haben vorher schnell ein Bändchen von ihm gesehen. Das ist ein wunderschönes Atelier, das Handarbeit auf höchstem Niveau basiert. Und das dürfen wir nicht verpassen. Ja, das ist sehr interessant. Dort werden ein schönes Handwerk sehen. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. See you there!